Hallo Freunde, heute erfahrt ihr, wo sich der größte Steinbruch der Welt befindet, der beim Abbau von Mineralien entstanden ist. Wie verstehen Sie, warum Wasser eine Diamantenmine nicht entzündet? Diavik, das mitten im See liegt und in dem Sie auch alte Goldkopien vom Beginn unserer Zeitrechnung sehen können? Seit der Antike erforscht und verarbeitet der Mensch die Eingeweide der Erde, um daraus nützliche Mineralien zu gewinnen. Mit der Entwicklung der Zivilisation wuchs der Bedarf an ihnen. Infolgedessen entstanden in verschiedenen Teilen des Planeten viele Standorte für den Abbau der notwendigen Ressourcen. Manche Orte sind nicht nur für Experten interessant, sondern können jeden überraschen. Es handelt sich um den Abbau nützlicher Mineralien, er hat eine viele 1000-jährige Geschichte. In dieser Zeit entwickelte die Menschheit verschiedene Möglichkeiten, an Ressourcen zu gelangen. Feste Mineralien werden über Tage oder unter Tage abgebaut, flüssige und gasförmige Mineralien werden durch Bohrbrunnen abgebaut, die seit den 60er Jahren, als sich der Bergbau vom Meeresboden aus zu entwickeln begann, gepumpt werden. Heute erfahren Sie von Lagerstätten, in denen der Abbau in Tagebau und in Untertagebau erfolgt. Und ihr Ausmaß lässt sich nicht nur anhand der Maße, sondern auch anhand der Höhe abschätzen. Beginnen wir mit dem Kupferriesen unten. Die im Norden Chiles gelegene Lagerstätte Chuquicamata war den Inkas bekannt, bevor die Spanier auf dem Kontinent ankamen und hier Kupfererz abbauten und verhüteten. Der Steinbruch wird seit 1915 im industriellen Maßstab abgebaut. Sein derzeitiges Ausmaß ist erstaunlich. Ich kann nicht glauben, dass die kleinen Kipper unten riesige Maschinen mit einem Gewicht von über 200 Tonnen und einer Länge von 15 Metern sind. Wie die Menschen hier zu etwas Unglaublichem fähig sind, sie können im wahrsten Sinne des Wortes Steine bewegen. Derzeit ist die Mine die größte der Welt. Seine Länge beträgt 4 Kilometer und 300 m. Die Breite beträgt 3 Kilometer und die Tiefe fast 900 m. Diesem Indikator zufolge ist es die zweite Mine der Welt vor dem Bingaman Canyon in Utah in den Vereinigten Staaten. Es kann ohne Zweifel argumentiert werden, dass Chuquicamata eine der größten Gruben ist, die von Menschen mit maschineller Ausrüstung ausgehoben wurden. Die Einwohner der Stadt Calama arbeiten jetzt in der Mine. Es liegt etwa 15 Kilometer vom Steinbruch entfernt. Bis 2007 war auch das Bergbaulager Chuquicamata in Betrieb, in dem mehr als 10.000 Menschen lebten. Aufgrund der Nähe zum Steinbruch und der Umweltverschmutzung wurde es geschlossen. Das Lager ist derzeit unbewohnt. Der Zugang wird vom Bergbauunternehmen kontrolliert. Der Besuch ist nur im Rahmen von Touristengruppen möglich. Im Allgemeinen ist die Stadt perfekt erhalten, da sie in einem Schutzgebiet liegt und eine Geisterstadt ist. Mit einem Stadion, Spielplätzen, Schulen, Büros und sogar einem Theater. Der nächste Ort, von dem Sie hören werden, wurde 1919 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Es liegt im Nordwesten Spaniens im alten Goldabbaugebiet Blas Medulla. Die Arbeiten hier wurden schon vor langer Zeit eingestellt, der Bergbau fand vom 1. Jahrhundert nach Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus statt. Durch den Untertagebau war Blas Medulla die wichtigste Goldmine des gesamten Römischen Reiches. In seiner Blütezeit wurden laut dem antiken römischen Schriftsteller Plinius jährlich etwa 6,5 Tonnen Gold abgebaut. 60.000 Arbeiter arbeiteten in den Schächten. In fast 250 Jahren Bergbau wurden hier Millionen Tonnen goldhaltiges Erz in den Abbaugebieten abgebaut und eine außergewöhnliche Kulturlandschaft geschaffen, die zahlreiche Touristen anzieht. Viele der Minen der Welt befinden sich in den Höhen der Chuquicamata-Mine, von der Sie bereits gehört haben. Sie liegt in den zentralen Anden auf einer Höhe von 2840 m über dem Meeresspiegel. Dies liegt weit hinter Grasberg, der derzeit größten Goldmine der Welt und drittgrößten Kupfermine. Es liegt in der indonesischen Provinz Papua neben Jaya, dem höchsten Berg Neuguineas und ganz Ozeaniens. Der Rand des Steinbruchs liegt auf einer Höhe von über 4000 m. Aus der Höhe sieht es sehr ungewöhnlich aus, da es von Berggipfeln umgeben ist. Seine Geschichte begann Mitte der 1930er Jahre, als die Niederländer Kupfervorkommen in Gletschern entdeckten. Der Bergbau begann viel später, in den 70er Jahren. Grafenberg ist heute der höchste Steinbruch der Welt. Der Komplex umfasst den Steinbruch selbst, ein Untertagebergwerk und 4 Verarbeitungsanlagen. Etwa 20.000 Menschen sind im Bergbau beschäftigt und streiken regelmäßig. Im Jahr 2017 beteiligten sich 5.
000 Bergleute an einem Streik, der mehr als 4 Monate dauerte. Trotz aller Probleme geht der Bergbau in Grafenberg weiter. Kanada kümmert sich um seine Arbeitnehmer und die Umwelt. Mitten im Gardasee, der nur 220 Kilometer vom Polarkreis entfernt liegt, befindet sich eine Diamantenmine. Diavik ist in vielerlei Hinsicht interessant. Zum ersten Mal wurden an diesen Orten zu Beginn des 90. Jahrhunderts Diamanten gefunden. Einige Jahre später wurden die Lagerstätten als wirtschaftlich rentabel anerkannt. Der Bau der Minen dauerte lange, und bei ihrer Entstehung wurden aus 2 Gründen einzigartige Technologien eingesetzt. 1 war das raue Klima und 2 waren die strengen Umweltstandards. Diavik erstreckt sich über eine Insel mit einer Fläche von 20 Quadratkilometern, und die Sicherheit der Tagebaue und die Minimierung der Seeverschmutzung können nur gewährleistet werden, wenn das Wasser des Gardassees zurückgehalten wird. Zu diesem Zweck wurde ein komplexes Projekt entwickelt und es musste ein fast 4 Kilometer langer Damm um die Bergbaustandorte gebaut werden, dessen Bau von 5 unabhängigen Experten überwacht wurde. Jetzt, im Sommer, sieht die Mine aus manchen Blickwinkeln aus wie 2 riesige Löcher in der Mitte des Sees. Dies ist ein einzigartiges Objekt, das mit nichts anderem vergleichbar ist. Zur Anlage gehören unter anderem 2 Tore. Komfortable Wohnräume für die Arbeiter, Lagerhallen, Büros, mehrere Kraftwerke, ein Konzentrator und ein Flughafen. All dies wird von rund 1000 Mitarbeitern betreut. Die Mine verarbeitet jedes Jahr bis zu 2 Millionen Tonnen Erz und die hier geförderten Diamanten werden auf dem Weltmarkt vor allem wegen ihrer weißen Farbe und guten Transparenz hoch geschätzt. Im Jahr 2018 machte der Diavik dank eines erstaunlichen Fundes weltweit Schlagzeilen. Dort fanden sie einen gelben Diamanten in der Größe eines Hühnereies. Sein Gewicht beträgt mehr als 110 Gramm, also 552 Karat. Es wird angenommen, dass dieser Diamant der größte in Nordamerika gefundene ist. Bemerkenswert ist, dass die in der Mine umgesetzten Programme viele Wettbewerbe gewonnen haben und im Allgemeinen zum Leben der Anwohner von Ika und zum Umweltschutz beitragen. Es beweist, dass Bergbau ohne Schaden für die Natur möglich ist. Lassen Sie uns nun von Kanada nach Südafrika ziehen. Nach Kimberley Town. Es wurde in den 1870er Jahren gegründet. Es ist die berühmteste Diamantenhauptstadt der Welt. Sogar die neuen Piepe Kimberleys, die Überreste eines sehr alten Vulkanismus sind, zeichnen sich durch einen hohen Diamantgehalt aus. Sie wurden nach dieser Stadt benannt. Zwar macht es heute vor allem als Touristenzentrum auf sich aufmerksam. Jedes Jahr wird es von vielen Gästen aus verschiedenen Ländern besucht, die zumindest für kurze Zeit in die Vergangenheit eintauchen und in die Atmosphäre des Diamantenfiebers eintauchen möchten. Die Hauptattraktion von Kimberley ist die Mine. Die große Halle gilt als der größte Steinbruch der Welt. Die Menschen haben es von Hand gegraben, ohne Technologie einzusetzen. Es wurde von 1000 Goldsuchern bewohnt, die Tag und Nacht für Profit arbeiteten, ohne an Müdigkeit zu denken. In den 40 Jahren des Abbaus des Steinbruchs wurden 22 Millionen Tonnen Erde abgebaut. Sein ursprünglicher Durchmesser betrug etwa 500 m und die Tiefe erreicht 240 m. Das große Loch wurde 19.114 geschlossen. Insgesamt lieferte der Steinbruch der Welt 2722 Kilogramm Diamanten. Heute ist das Big Rode ein unglaublich schöner Ort, der versucht, Touristen anzulocken. Große Steinbrüche sind vom Weltraum aus sichtbar, sie ähneln Wunden am Körper unseres geduldigen Planeten, aber ohne sie wären der Menschheit wertvolle Ressourcen vorenthalten, und ohne sie können wir uns die moderne Zivilisation kaum vorstellen, oder wir sollten versuchen, anders zu leben. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie davon halten. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben und es für Sie interessant war, liken Sie bitte unseren Kanal und abonnieren Sie ihn. Bis bald.